Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, was war denn da gestern schon wieder los gewesen? Es haben bestimmt die ein oder anderen mitbekommen, es gab ja ein bisschen Aufruhr, weil ja die Events ein bisschen durcheinander gekommen sind und da die ein oder anderen durch benachteiligt wurden, weil diese mitten am Tag geändert worden sind. Und zwar im Anlass zum 3. Oktober zum Fest, sag ich mal, zum Feiertag, wurden die Events auch noch verlängert. Der Legendary Dungeon sollte ja auch sowieso noch weitergehen, ne? Aber die Events waren andere gewesen. Und zwar wurden die ein bisschen umgestellt. Und zwar seht ihr jetzt hier gerade die aktuellen Events, die ihr jetzt wahrscheinlich im Moment alle haben werdet, aber das war nicht immer so gewesen. Und da kam es so ein bisschen zu Unruhen, sag ich mal, weil es ein wichtiges Event den Tag über gab. Und zwar geht es halt ums Erfahrungsevent, wo viele Leute nicht von profitieren konnten, unter anderem auch ich. Denn wenn wir uns einmal die News durchlesen vom Anfang des Tages, sag ich mal, also wir reden hier vom Montag quasi, wenn ich jetzt davon rede. Hier, heute ist das passiert. Da seht ihr folgende Events. Und zwar wurden folgende Events zur Verlängerung bis zum 3. Oktober halt noch verlängert. So, das ist hier einmal so Hexentanz, ne? Dann hast du hier so Pet-Event, dann hast du hier Toiletten-Event und sowas alles, ne? Relativ langweilige Events, beziehungsweise Events, die nicht so aussagekräftig sind oder nicht so attraktiv sind, sagen wir mal, für den einen oder anderen so, ne? Dann seht ihr schon, okay, das war am selben Tag gewesen, das ist dieselbe News quasi wie hier, ne? Also das ist exakt dieselbe Ankündigung, nur halt andere Events. So, und die gingen halt direkt um 0 Uhr live so. Und viele, unter anderem auch ich, haben halt die Alu dann geklickt mit diesen Events, ne? Weil man ja dann ganz normal halt seine Alu klickt. Man geht ja nicht davon aus, dass die irgendwie geändert werden oder so, ne? Dann kam Playa auf die Idee, mitten am Tag, ich glaube, das war so zur Mittagszeit oder so gewesen, so 11, 12, 13 Uhr, ich weiß nicht ganz genau, irgendwie die Eventarten umzustellen. Und das im Zuge dessen, weil halt eben Feiertag ist oder so oder halt morgen und deswegen Erfahrungsevent noch ist. Auf jeden Fall seht ihr ja, hier ist kein Erfahrungsevent, hier ist Erfahrungsevent. So, und viele Leute haben halt jetzt bevor das geändert worden ist, ihre Alu halt schon durchgespielt. Und deswegen blieb halt eben für viele Leute, unter anderem halt auch, wie gesagt, auch für mich, weil ich meine Alu auch direkt nach 0 Uhr gespielt habe, oder kurz danach, blieb halt ein komplettes Erfahrungsevent auf der Strecke so, ne? Da haben sich sehr viele Leute drüber aufgeregt. Das ist auch eine Sache, die kann ich auch so nicht verstehen, dass so mitten am Tag so die Events dann geändert werden und halt eben die eine Spielerschaft mit Erfahrungsevent spielen kann und die andere ohne. So, hätten sie jetzt einfach so diese Events, die sie am Anfang gehabt hätten, so jetzt durchgelaufen, wären die jetzt durchgelaufen bis zum Ende des Tages, dann hätte jeder immer noch dasselbe gehabt. Aber dieses Umstellen der Events, ne, zur Mittagszeit, das hat halt für sehr viel Unruhe gesorgt. Gerade halt auch auf Servern oder unter Leuten oder eigentlich betrifft das alle Leute, die halt eben ein bisschen auch kompetitiver spielen und da halt eben auch bei manchen Chars sehr viel Geld dahinter steckt so und alles bis ins kleinste Detail durchmaximieren von ihrem Account, liegen halt jetzt so ein komplettes Erfahrungsevent halt hinten dran jetzt so zu Spielern, die das jetzt nicht nutzen konnten so, ne? Und das ist halt das ist halt so ein bisschen ärgerlich auf jeden Fall und hat halt wie gesagt für so viel Unruhe gesorgt, dass halt eben auch Playa darauf aufmerksam geworden ist und halt da eben auch ein bisschen gegenlenken will. Und jetzt wird es halt sehr spannend, ne? Also für alle Leute, die halt die Thematik nicht mitbekommen haben, ich musste mir das auch erst im Nachhinein so ein bisschen durchlesen, weil ich das auch nicht so mitgekriegt habe alles. Also an mir wäre das komplett vorbeigegangen. Ich hätte das nicht wahrgenommen, sag ich mal so, ne? Aber
Das ist halt eben jetzt so die Sache. Kompensation von XP wegen Event-Kombinationsänderung. Uns ist bewusst, dass das Timing unserer Event-Kombinationsänderung nicht ideal war und wir verstehen euren Unmut darüber. Positiv betrachtet dürften mehr Events im Vergleich zu vor dem Wechsel zum Vorteil aller sein. Ja, na klar, das ist natürlich positiv zu betrachten, dass halt jetzt alle mehr Events haben. Trotzdem ist es halt wiederum jetzt nicht mehr auszugleichen, sage ich mal so, dass halt manche Leute mit den Events und manche mit den Events gespielt haben. Ne? Jetzt kommt aber für diejenigen unter euch, die bereits vor der Änderung Abenteuer absolviert haben, keine Sorge. Die XP, die ihr aus euren Abenteuern erworben habt, wird nachträglich per Skript verdoppelt. Wegen des bevorstehenden Feiertags in Deutschland bitten wir um ein wenig Geduld. Wir planen das Skript zur Verdoppelung der XP voraussichtlich am Mittwoch auszuführen. Weitere Updates folgen, bleibt dran und danke für eure Loyalität. Das ist natürlich erstmal eine sehr gute Sache auf jeden Fall, dass sie da sowas raushauen wollen wie ein Skript, das wohl aussortieren soll, wer die Alu vor der Änderung gespielt hat und wer die nach der Änderung gespielt hat. So, ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ne, bei allen Respekt, ich finde das natürlich sehr, sehr löblich, dass die da sowas machen wollen, aber ich habe halt nur ein bisschen Bauchschmerzen, sag ich mal, ob das halt wirklich auch so, gut und zu 100% optimal über die Bühne geht und das auch so abläuft, wie es ablaufen soll. Denn in der Vergangenheit hatten wir auch schon mal solche Fehler gehabt, die dann mit angeblichen Bugfixes oder ausgleichenden Verbesserungen wieder wettgemacht werden sollten. Ich erinnere nur an das Kalender-Level-Up als Beispiel und das dann, wo dann der Bugfix auch für Spieler galt, die vom Bug quasi profitiert haben, unabsichtlich, und die dann halt nochmal kompensiert worden sind, obwohl es eigentlich hätte gar nicht denen zustehen dürfen. So, und dann noch mehr profitiert haben dadurch, beziehungsweise das halt gar keinen Unterschied gemacht hat zu Leuten, die davon nicht profitieren konnten. So. Und deswegen ist das gerade so eine Sache, gerade bei so einem empfindlichen Thema wie Erfahrung, ne, das ist auch der Grund, warum es jetzt keine Level-Ups mehr zu kaufen gibt in Paketen, was es ja damals gab zum Event. Ne? Da konnte man sich halt dann ein Level-Up kaufen in einem Paket so und das war halt dann eben verbuggt und das ist halt XP, kannst du halt nicht mehr irgendwie so rückgängig machen. XP ist auch was, das kannst du dir nicht kaufen im Game. Gold kannst du dir kaufen so mit Echtgeld, aber XP, das ist halt was, was du dir nicht irgendwie mit Geld kaufen kannst und deswegen sind halt solche hohen Accounts oder hohen Level halt auch was Besonderes, finde ich, weil du halt eben dafür effektiv gespielt haben musst und nicht irgendwie reingepayt haben kannst, so in dem Sinne. Deswegen an eine XP immer ranzugehen, ist immer eine sehr kritische Sache und deswegen würde ich mal sagen, warten wir einfach mal ab, was passiert. Ja, am Mittwoch ist es dann soweit, zumindest voraussichtlich, wie sie schreiben hier, dass halt eben die XP verdoppelt wird von den Leuten, die halt eben nicht davon profitiert haben. Das heißt, auf meinem Account müsste ich am Mittwoch XP dazu gut geschrieben kriegen, weil ich halt eben davon nicht profitiert habe. So, ne? Jetzt bin ich aber dann halt auch mal gespannt, ob die Leute, die danach, also die ganz standardmäßig jetzt mit Erfahrungsevent gespielt haben, ob die dann auch ausgelassen werden. Ja, weil wenn die jetzt auch, wenn jetzt jeder, ne, dann haben wir wieder das Problem, okay, ja, dann kriegt jeder jetzt mehr XP, aber dann haben die eben trotzdem mehr XP bekommen, die halt eben mit XP-Event gespielt haben. Ne? Deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Skript, dass es halt dieses Ausschlussverfahren geben soll und die Leute filtert, die wirklich ohne und die mitgespielt haben. Ne, ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert. Wie gesagt, gerade bei solchen XP-Sachen immer sehr vorsichtig auf jeden Fall. Deswegen warten wir einfach mal ab und gucken dann. Berichtet mir da sehr gerne mal drüber, wie es dann bei euch aussieht, ob ihr solche Kompensation erhalten habt, falls ihr die Alu auch so wie ich direkt nach 0 Uhr gespielt haben solltet oder ob ihr davon ausgelassen werdet, falls ihr XP-Event gespielt
habt. So, ne? Also ich werde das ganz kritisch beäugen, denn ich hatte auf allen meinen 3 Chars, hatte ich direkt, also kurz nach 0 Uhr gespielt. Und deswegen konnte ich halt eben davon nicht profitieren. Das heißt, auf allen 3 Chars müsste bei mir nachträglich XP dazu gebucht werden, sag ich mal. Ne? Aber was halt viel wichtiger ist, dass halt eben auch die ausgleichende Gerechtigkeit da ist, dass bei den Leuten das ausgelassen wird, die halt eben XP-Event standardmäßig gespielt haben. Also keine Ahnung, wie man das skripten soll, aber ich bin sehr gespannt und werde euch darüber natürlich auch wieder berichten, wenn das Ganze über die Bühne gegangen ist, ob das geklappt hat oder ob das Ganze vielleicht nach hinten losgegangen ist. Man weiß es nicht. Wie gesagt, man muss halt immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man in der Vergangenheit eben schon oftmals die Erfahrung leider sammeln musste, dass nicht alles, was an Bugfixes gekommen ist, zu 100% gepasst hat, beziehungsweise manche Sachen noch sozusagen verschlimmbessert haben. Ne? Und das, deswegen ist man da halt eben ein bisschen geprägt, sag ich mal, mit solchen Sachen. Aber ja, uns bleibt halt nichts weiter übrig, als abzuwarten und erstmal die Füße stillzuhalten und mal schauen, was passiert. Ja, also nochmal so ein kleines Update für die Leute, die das, so wie ich auch, unter anderem nicht mitbekommen haben, halt eben nur durch die ganzen Forenbeiträge und sowas und ganzen Postings dazu, davon Wind bekommen haben. Ne? Also wundert euch nicht, falls irgendwas am Mittwoch dann passiert und ihr auf einmal irgendwie mehr XP haben solltet oder so. Ne? Keine Ahnung, mal schauen, wie das wird. Alles klar, jetzt seid ihr erstmal soweit wieder informiert für die neuesten News rund um Shakes & Fidget, was gerade so aktuell ist und passiert. Das soll soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Falls ihr keine weiteren Informationen verpassen wollt, dann würde ich mich natürlich sehr gerne über ein kostenloses Abo freuen auf dem Kanal. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.